Hi zu Lucky Recipes! Heute haben wir wirklich ein ganz exquisites Rezept für euch, nämlich Zelda oder auch Mita Jawel. Wir werden den Reis sozusagen kandieren und das klingt jetzt für viele von euch wahrscheinlich ungewöhnlich, aber tatsächlich ist das ein sehr beliebtes Rezept, aber hier noch total unbekannt, deshalb finden wir, es wird mal Zeit, dass ihr Zelda kennenlernt. Wir zeigen euch heute, wie man Zelda mit zwei verschiedenen Basmati-Sorten kochen kann. Der Grand Extra Long Basmati von Tilda eignet sich dafür am besten, aber wir zeigen euch, wie ihr auch mit dem Pure Basmati ein schönes Ergebnis bekommt. Den Unterschied könnt ihr schon an der Farbe erkennen. Der Extra Long Basmati ist etwas dunkler und ist stabiler und wird beim Kochen noch länger als der Pure Basmati. Der Pure Basmati wiederum hat den typischen Basmati-Duft, weshalb er auch pur toll schmeckt. Als erstes waschen wir beide Reissorten gründlich, bis das Wasser klar bleibt. Um die richtige Menge Kochflüssigkeit zu bestimmen, nehmen wir eine Waage zur Hilfe. Ihr seht, der Reis wiegt nach dem Waschen etwa 60 Gramm mehr. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir die restliche Flüssigkeit hinzugeben. Für den schönen Farbeffekt kochen wir unseren Zelda in Karotten- und rote Betesaft. So bekommen wir ganz ohne künstliche Lebensmittelfarbe ein tolles Ergebnis. Ihr werdet es nicht herausschmecken. Bedeckt den Extra Long Basmati mit so viel Karottensaft, bis alles zusammen 450 Gramm wiegt. Er muss länger ziehen als der Pure Basmati, deshalb lasse ich ihn 1,5 Stunden einweichen, damit er die Farbe gut aufnimmt und die Körner später ihre volle Länge entfalten. Den Pure Basmati weiche ich hingegen nur 15 Minuten in rote Betesaft ein. Weicht er zu lange ein, kann er beim Braten kaputt gehen. Der rote Betesaft färbt viel stärker ab, deshalb gebe ich nur so viel hinzu, bis alles 300 Gramm wiegt und stelle mir nochmal 125 ml Wasser für später zur Seite. Zelda ist eine jahrhundertealte Spezialität und kommt immer noch fast unverändert an besonderen Tagen, wie etwa an Eid auf den Tisch. Nicht nur in Indien, sondern auch in Pakistan, Bangladesch und Afghanistan. Ihr müsst euch vorstellen, diese Trockenfrüchte oder diese Nüsse wie Mandeln oder Pistazien gab es früher in Indien nicht. Sie sind über Persien oder Afghanistan gekommen und in Indien wiederum gibt es die Kokosnuss, die wächst natürlich nur im tropischen Klima und der Basmati-Reis wächst nur am Fuße des Himalaya und so kommen eben diese besonderen Zutaten zusammen und bilden dieses schöne Gericht. Bevor ihr zum nächsten Schritt übergeht, lasst beide Reissorten gut abtropfen, aber fangt unbedingt den Saft auf. Den brauchen wir noch zum Kochen, deswegen ist es wichtig, die Mengen vorher gut abzuwiegen. Für den Extra Long Basmati haben wir uns für eine Aprikosen-Safran-Note entschieden. Diese zwei Zutaten werden die orangene Farbe nochmal verstärken. Bratet die Aprikosen mit den Pistazien kurz in Ghee an und gebt dann die feinen Kokoschips und den Basmati dazu. Bratet alles zusammen etwa 2 weitere Minuten bei mittlerer Hitze an. Arbeitet mit einem großen Spatel und faltet den Reis vorsichtig, damit die Körner nicht brechen. Den Pure Basmati braten wir hingegen in Gewürzen an. Er wird später passend zur Farbe mit Rosenwasser und Granatapfel veredelt. Dann gebt ihr die Flüssigkeit dazu und den Deckel drauf. Lasst den Reis 2 Minuten bei mittlerer Temperatur kochen und schaltet dann für 10 Minuten auf die niedrigste Stufe. Bei unserem orangenen Zelda geben wir noch den Safran dazu. Der Name Zelda steht übrigens für die Farbe Gelb. Jetzt ist der Reis zu 3/4 gegart und der Zucker kommt hinzu. Vergrößert die Tunnel, die der Reis beim Kochen bildet, leicht, damit der Zucker durchsickern kann. Verteilt nun den Zucker gleichmäßig und aromatisiert euren roten Reis mit Rosenwasser. Jetzt versiegelt ihr den Topf mit einem Tuch und wartet nochmal 10 Minuten, bis der Reis gar ist. Während der Reis zu Ende gart und der Zucker sich langsam auflöst, solltet ihr den Deckel nicht mehr heben. Ich habe jetzt einfach unseren Herd ausgemacht und arbeite mit der Resthitze. Aber wenn ihr einen Induktionsherd habt, dann könnt ihr ihn auf die niedrigste Stufe stellen.
Jetzt muss man den Reis nochmal sorgfältig unterheben, damit sich der aufgelöste Zucker gut verteilt und jedes Korn umschließt. Bitte nicht rühren, sonst ist das Ergebnis nicht so schön. Jetzt versiegelt ihr den Topf wieder und lasst ihn 5 Minuten stehen, damit sich auch der restliche Zucker auflöst. Für ein lockeres Ergebnis lassen wir jetzt die Restfeuchtigkeit verdampfen. Das funktioniert am besten, wenn ihr den Reis auf einem großen Teller verteilt und mit einer Gabel auflockert. Nach 10 Minuten könnt ihr das nochmal wiederholen, damit der Zucker beim Abkühlen nicht die Körner miteinander verklebt. Veredelt euren Sölder mit ein paar gehackten Nüssen und frischen Granatapfelkernen. Und fertig ist eine ganz besondere Reisspezialität mit langer Tradition. Wir hoffen, ihr habt auch Lust bekommen, Sölder nachzukochen und freuen uns auf eure Kommentare. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!